Okay, man sagt ja, man soll Leuten das zeigen, was sie erreichen wollen, um sie dazu zu bewegen, die Dinge zu tun, die man tatsächlich auch tun muss, um dieses Ziel letztendlich zu erreichen. Wir haben hier eine Situation, in der ich gerade teste, und ich möchte einmal zeigen, wie ich das mache. Das hier ist das erste Währungspaar, australischer Dollar gegen den kanadischen Dollar. Wir testen hier einen Zeitraum vom letzten Jahr bis zum heutigen Tag. Um das hier im Video abzukürzen, mache ich das ohne die visuelle Darstellung und zeige hier nur die grafische Darstellung. Das geht ziemlich schnell, wenn man einen entsprechenden Rechner hat, und innerhalb von wenigen Sekunden erhalten wir gleich ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis scheint bis jetzt ganz gut auszusehen. Jetzt ist unser Test zu Ende. Hier auf dem Backtest Tabulator-Tab sehe ich ein Ergebnis. Wir haben 12.353 Dollar Profit gemacht. Jetzt starten wir den gleichen Test nochmal, ohne etwas zu verändern. Und diesmal werden wir ein anderes Ergebnis bekommen, denn ich teste hier einen zufälligen Einstieg. Und die meisten Leute wissen nicht, warum man sowas überhaupt machen sollte, und deswegen erkläre ich das hier in diesem Video. Ein System besteht aus diversen Komponenten und der Einstieg ist nur eine dieser Komponenten. Diesmal haben wir 12.690 Dollar und 11 Cent gemacht. Aber weiter im Text. Die unterschiedlichen Komponenten in einem System müssen getestet werden. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie beim TÜV. Wenn ich mein Auto zur technischen Überprüfung bringe, dann muss ich Bremsen, Unterboden, diverse Systeme testen lassen. Und nur wenn alles zusammen gut arbeitet, dann bekomme ich eine TÜV-Plakette. Wir machen das mit unserem Trading-System, indem wir hier zufällige Einstiege traden. Diesmal haben wir 10.967 Dollar und 60 Cent Profit gemacht. Und diese zufälligen Einstiege produzieren natürlich auch unterschiedliche Ergebnisse. Der Trick an der ganzen Sache ist jetzt, dass zufällige Einstiege hervorragend geeignet sind, um die anderen Komponenten eines Systems zu testen. Wie man hier sieht, geht es gerade ziemlich in den Keller, unser System hat sich aber wieder erholt. Und wenn wir gleich am Ende von dieser Testreihe angekommen sind, haben wir vermutlich wieder ein positives Ergebnis. Denn diesmal haben wir 12.245 Dollar und 73 Cent Profit gemacht. Und das, was Sie hier sehen, mache ich den ganzen Tag. Und der Grund, warum ich weiß, dass alle diese Tests hier positiv ausgehen, ist, dass ich sogenannte Massentests mache. Und ein Massentest ist eine sehr gute Möglichkeit, um ein System auf Herz und Nieren zu testen. Wir schauen uns das jetzt mal im Anschluss an, denn dieses Ergebnis ist jetzt auch fertig und wir sollten jetzt sehen, dass wir wieder einen Profit gemacht haben, der diesmal 10.300 Dollar und 92 Cent beträgt. Und jetzt stelle ich hier einfach mal unser System um auf den langsamen, kompletten Algorithmus. Und wie Sie sehen, habe ich das schon gemacht und alle 100 Tests, die ich durchgeführt habe, haben ein positives Ergebnis gebracht. Und wenn man das hier einmal nach Profit sortiert, dann sieht man, dass wir mindestens 10.751 Dollar gemacht haben. Und der höchste Profit war 12.260 Dollar und 69 Cent. Und wenn ich jetzt meine Parameter hier verändere, dann kann ich herausfinden, ob das im nächsten Lauf sich verbessert oder verschlechtert.